Der Song ist fertig aufgenommen, aber die Titel im Radio sind immer irgendwie lauter als dein eigener Song. Wie du das Problem ganz leicht beheben kannst, das siehst du gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Lautheit auseinandersetzen. Jeder kennt das, der Song ist fertig abgemischt, du bist sehr gut zufrieden, willst nochmal zum Probehören den Song mitnehmen auf einem USB-Stick mit ins Auto, steckst ihn rein, drehst noch ein kleines bisschen lauter, damit du auch wirklich alles hören kannst und alles ist super. Danach stellst du um aufs Radio und plötzlich boing, fliegen dir die Löffel weg, weil die Songs im Radio irgendwie immer lauter sind als das, was wir aus dem Studio rausbringen. Das kann man aber ganz leicht beheben und zwar indem man zwei Sachen hat. Zum einen den Song natürlich, den wir aufgenommen haben und zum anderen eine handelsübliche DAW. Wir haben hier Studio One 3 Artist, also ich habe zumindest die Artist-Variante, einige haben auch die größere Variante, aber die Artist-Variante reicht schon aus. Die Plugin-Ausstattung ist schon sehr umfangreich und man kann damit super arbeiten und aus dieser Plugin-Sammlung hier heute brauchen wir den Limiter. Wir hören aber erstmal rein in den Song, den ich heute zugrunde lege. Das ist der Weihnachtssong, den ich mit meiner Tochter Selma aufgenommen habe und wir hören mal rein, wie es im Moment klingt. Das ist nämlich dieses hier. Man kann es ganz gut sehen. Ich habe hier alle Pegel schon mal hier zurechtgelegt und ihr seht, dass ich relativ konservative Pegel gewählt habe. Ich lasse mal ein bisschen mehr Luft bei den Pegeln, damit ich den Song besser hinterher ein bisschen lauter machen kann, anstatt wenn der Song sich aufbaut und so weiter, ich immer nachregeln muss. Das heißt, meine Peaks hier im Masterkanal, die ihr hier sehen könnt, die Peaks laufen immer so beim Mischen so zwischen -12, -8 dB an. Ich lasse noch mal kurz anlaufen, dann seht ihr das. Ja, also die Peaks sind so bei -8 und dann kann ich, wenn ich den Song fertig gemischt habe, danach mit einem Limiter das Ganze auf ein Level bringen, was dann auch mit dem Radio mithalten könnte. Und der Song ist da und wir nehmen jetzt einfach mal den Limiter hier aus der Mixbox raus und ziehen ihn einfach mal auf den Masterkanal, da geht er auch schon auf. Und um diesen Song jetzt lauter zu machen, müssen wir uns eigentlich jetzt erstmal nur auf diese 4 Regler hier konzentrieren, die wir auf der linken Seite haben. Wir haben hier zum einen den Input-Regler, mit dem man das Signal, was in den Limiter reinkommt, lauter regeln kann, falls es wirklich sehr viel zu leise sein sollte. Dann haben wir hier einen Regler, der heißt Ceiling. Ceiling bedeutet im Prinzip Obergrenze, das heißt, hier soll definiert werden, wie hoch quasi die maximalen Peaks, zum Beispiel ein Snare-Schlag oder so, ausgesteuert sein sollen im Gesamtmaterial. Und ich wähle hier immer -1 dB. Weil man muss sich vorstellen, wenn die Songs gewandelt werden, sagen wir mal, du nimmst ein Wave-File, spielst es als Wave-File aus und wandelst es danach um in ein MP3-File, dann finden immer so kleine Übersteuerungen statt und wenn da einzelne Peaks über die 0 dB-Grenze gehen sollten, verzerren die ganz schnell. Das heißt, ich wähle als Obergrenze -1 dB, sollten hier mal ein paar Peaks doch beim Wandeln durchschlagen und über die Obergrenze von -1 dB rübergehen, dann werden sie auf jeden Fall nicht über 0 dB gehen, denn digitale Verzerrungen, die oberhalb von 0 dB stattfinden, die klingen wirklich ganz furchtbar grässlich. Es gibt Philosophien, die darüber schon abgehandelt wurden, einige regeln auf -5, um wirklich genügend Luft nach oben zu lassen. Ich denke aber -1 ist ein Pegel, mit dem ich immer ganz gut gefahren bin und dabei bleibe ich dann auch. Dann haben wir als nächstes den Regler Threshold. Der Threshold regelt im Prinzip die Anhebung des Signals. Im Prinzip ein umgekehrter Kompressor. Das heißt, je weiter ich hier den Threshold runterregel, umso höher hebt er den Grundpegel des Signals und stößt das Signal dann oberhalb an die Ceiling, an die Obergrenze, die wir festgelegt haben, an, also die -1 dB, dann wird quasi jedes Peak, der hier drüber gehen sollte, einfach oben abgeschnitten und dadurch wird die Gesamtlautstärke des Titels angehoben, ohne dass jetzt die Peaks oberhalb von diesem -1 dB durchschlagen. Im Prinzip ein Kompressor mit einer, einer unendlichen Kompression. Jeder Peak, der drüber geht über die Ceiling von -1 dB, wird einfach komplett gnadlos abgeschnitten. Im Englischen heißt es dann auch Brick Wall Limiter, das heißt alles oberhalb der Mauer, also nichts geht durch eine Mauer durch, quasi so muss man sich das vorstellen. Dann haben wir hier noch den Regler Release und der Release-Regler regelt, wie schnell oder wie langsam der das Signal, das er dann limitiert hat, wieder loslässt. Das soll uns hier aber nicht weiter stören. Wichtig ist jetzt nur die Anzeige, die wir hier jetzt noch beim Pegel haben und hier habe ich gewählt Peak RMS.
Peak. RMS zeigt uns im Prinzip zum einen hier im Ausschlag die Peaks an, die die lautesten Signale haben, zum Beispiel der Snare-Schlag als kleiner kurzer Peak, und RMS ist die mittlere Lautstärke, die der Titel hat. Das heißt eine gemittelte Lautstärke, nicht die einzelnen Peaks, die durchaus mal ein bisschen lauter sein können und durchschlagen können, sondern die mittlere Lautstärke. RMS bedeutet Root Mean Square, das ist der Mittelwert, der quadratisch ermittelte Mittelwert. Das soll uns aber hier nicht weiter stören. Wichtig ist, was das überhaupt macht. Und wenn wir hier mal schauen, sehen wir hier, ich spiele den Titel gleich mal ab, dann sehen wir hier zum einen die Ausschläge der Peaks und zum anderen werden wir hier so eine kleine weiße Linie sehen. Die bedeutet den RMS-Pegel und an dem müssen wir uns orientieren. Im Moment ist der RMS-Pegel bei... Ja, so sagen wir mal minus 18 dB. Man kann den zum einen hier im Limiter sehen, bei Studio One Artist oder auch in jeder anderen Variante wird der aber auch hier im Masterpegel nochmal angezeigt. Hier kann man es nochmal sehen. Da sind diese beiden weißen Linien, die zeigen die mittlere Lautheit des Pegels an. Welcher Pegel ist jetzt genau richtig? Um konkurrenzfähig mit Radiotiteln zu sein, sollte man einen mittleren Pegel von minus 12 bis minus 8 dB wählen. Wenn man es mal richtig laut machen will, dann kann man es auch bis minus 6 dB hoch machen. Viel mehr sollte man aber nicht machen, ohne die komplette Dynamik des Songs komplett einzuschränken. Man darf ja nicht vergessen, man hat als Dynamik dann der Bereich, in dem man sich dann noch bewegt, ungefähr diesen Bereich zwischen, also sagen wir mal, ich steuere das jetzt auf minus 12 dB aus und bei minus 1 wird abgeschnitten, habe ich 11 dB Dynamik. Wenn ich jetzt das ganze Signal in der mittleren Lautstärke schon auf minus 6 dB anheben würde, hätte ich nur noch 5 dB Dynamik und das ist dann deutlich zu wenig. Oder das für einige Musiktitel mag das wahrscheinlich richtig sein, für wirklich laute Haustitel oder sonst was irgendwie. Aber wenn du zum Beispiel eine charmante, romantische Ballade hast, dann sollte doch deutlich mehr Dynamik im Spiel sein können, ohne dass es jetzt zu leise wird. Das ist ja auch die Gefahr. Und wie erreiche ich jetzt diesen konkurrenzfähigen Pegel? Ganz einfach, ich spiele das ganze Ding jetzt mal ab und dann regel ich hier nur am Threshold jetzt so weit runter, bis der mittlere Pegel hier, bis der RMS-Pegel im Bereich zwischen minus 12 und minus 8 dB landet. Und das ist relativ einfach. Wir starten mal. Ach so, bevor ich jetzt den Regler wirklich hier runterziehe, solltet ihr, falls ihr das Handy oder den Kopfhörer oder die Anlage lauter gestellt habt, um mich gut zu hören oder die Musik gerade gut zu hören, solltet ihr ein bisschen runterregeln, weil der Song wird jetzt wirklich laut werden. Das geht relativ zügig. Also vorsichtig mit dem Pegel beim Abhören. So sagen wir mal, wir runden auf. Minus 10 dB habe ich jetzt den Threshold runtergeregelt. Damit ist das Signal ungefähr zwischen minus 8 und minus 12 dB mittlerer Lautstärke gelandet. Damit kann man sehr gut zufrieden sein. Wir hören uns den Unterschied nochmal an. Ich mache es einmal aus und einmal dann wieder an. Schon ein deutlicher Unterschied. Es ist deutlich lauter geworden und im Vergleich zu einem Radiotitel wird es dann auch nicht gleich so schnell abkacken, wie man so schön sagt. Die anderen Regler, die kann ich euch gerne, wenn es euch interessiert, auch mal später nochmal erklären. Schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch die beste Woche, die ihr haben könnt. Macht's gut, bis dann. Yassas.